Moin und hallo, willkommen auf meinem Kanal Hermann1250. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie ihr schon bemerkt habt, geht es diesmal nicht um das Wild in der freien Natur, wobei hier die Blaumeise, die lebt ja eigentlich auch in der freien Natur, aber diesmal möchte ich ein paar Eindrücke euch zeigen aus dem Nistkasten auf unserem Balkon. Dort hat sich, wie gesagt, die Blaumeise eingenistet und im Einsatz habe ich hier die Kamera von Green Backyard, die Goalbang 4921-07 und für die Außenaufnahmen die Ziomur CY65. Die Blaumeisen brüten das dritte Jahr in Folge bei uns jetzt auf dem Balkon. Seit diesem Jahr haben wir einen neuen Nistkasten. Einige von euch haben das ja letztes Jahr mitbekommen. Wir hatten so ein leichtes Problem mit einem Specht, der zwei Junge gestohlen hatte von den Blaumeisen. Und diese hat er wahrscheinlich als Futter für seine Jungen genutzt. Aber in diesem neuen Nistkasten war das Anbringen der Green Backyard Kamera sehr einfach, weil sie eckig ist. Sie hängt oben drin. Der Nistkasten, wie man es hier sieht, ist leicht abgeschrägt und dadurch war es sehr einfach. Die Kamera verfügt über WLAN und ich kann sie nutzen über die Steckdose oder auch über einen Akku. Die Brutzeit der Blaumeisen ist von April bis Juni, also darum sind sie jetzt auch intensiv am Nestbau. Im Gelege können 8 bis 15 Eier liegen und nach einer Brutzeit von 14 Tagen bleiben die Jungen ungefähr noch 21 Tage im Nest und danach mit Erfolg verlassen sie dieses. Das Max-Planck-Institut hat mal eine Studie gemacht über die Verluste bei der Brut. Dabei haben sie 684 Nester innerhalb von 7 Jahren beobachtet und dort war der Verlust 13%. Meistenteils liegt es denn auch daran, dass ein Elternteil wegbleibt und dadurch die Jungen sterben. Die Bildqualität der Green Backyard Kamera ist natürlich sehr abhängig von den Lichtverhältnissen, wie denn der Umschwung von der Tagaufnahme zur Nachtaufnahme geht. Die Nachtaufnahmen finde ich persönlich besser. Hier sind sie doch etwas grisselig, aber es spielt noch etwas anderes mit rein. Wenn das Akku so langsam nachlässt, lässt auch die Bildqualität nach. Darum mache ich bei meinen Livestreams meistenteils die Aufnahmen in Verbindung, dass ich die Kamera direkt an die Steckdose anschließe.
Den Ton finde ich auch nicht so ganz toll, weil es hört sich manchmal so an, ob man in eine Dose spricht. Und er ist auch etwas übersteuert. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen an die Software ran. Falls jemand von euch einen Tipp hat, wie ich die Lautstärke der Kamera einstellen kann über die Software, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare.
Das soll es gewesen sein für den kleinen Einblick in den Nistkasten beim Nestbau der Blaumeise. Die Kamera von Greenback Yard habe ich übrigens nicht gesponsert bekommen. Die habe ich komplett selbst bezahlt. Ich fand es sehr interessant, mal zu sehen, wie es in einem Brutkasten so abläuft. Und wenn es euch auch gefallen hat, gebt mir doch gerne ein Like dafür. Schreibt gerne auch was in die Kommentare, ob ihr schon mal Erfahrung gemacht mit Aufnahmen aus dem Nistkasten oder überlegt, euch solch eine Kamera vielleicht anzuschaffen. Sie ist halt auch nicht nur für den Nistkasten geeignet, auch für Außenaufnahmen und zur Überwachung zum Beispiel des eigenen Grundstückes. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer riesig und es ist komplett kostenlos. Und dass ihr nichts mehr verpasst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, drückt auch die kleine Glocke daneben. Denn heißt das für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!